Ja, und dann war er endlich mal so weit, wisst ihr? Und dann war er so weit und hat sich auf die Bühne getraut, wisst ihr? Und dann hat er gedacht, jetzt mache ich Psycho-Comedy, Psycho-Comedy. Und dann hat er gedacht, das geht einfach so los, wisst ihr? Und dann hat er gedacht, er kann jetzt ja auch zeigen auf der Bühne, wie das geht, wisst ihr? Und dann, boah, ja, und dann hat er gedacht, er stellt sich auf die Bühne und zeigt, was er jetzt gerade macht und wie das geht und was ihm durch den Kopf geht. Und dann hat er gedacht, Psycho-Comedy ist doch total lustig, wisst ihr? Und dann Äh, weißt du übrigens, warum, weißt du, warum Slowhead so aussieht? Und dann hat er gedacht, er kann mir Slowhead beibringen, wisst ihr, und nu versuche ich das auch zu machen, wisst ihr, und der hat gedacht, das sieht ja so wie Zaubern aus, wisst ihr, weil der war nämlich früher war der nämlich mal Zauberer, wisst ihr, und dann hat er gedacht, nee, zaubern kann ja jeder, wisst ihr, das ist ja nichts Besonderes, wisst ihr. Und dann hat er gedacht, oh, dann hat er gedacht, ich mal eben auf Indisch. Voller Würde hat er dann eine Fakir-Spiele-Show entwickelt. Und dann war ihm das nicht mehr genug. Und dann hat er gedacht, jetzt geht's richtig los, wisst ihr. Und dann hat er den Faden verloren. Der hat den Faden verloren, wisst ihr? Dann hat er einen Faden verloren. Dann hat er gedacht, das geht da lang oder da lang oder das geht da lang oder wisst ihr, dann hat er gedacht, irgendwie muss er sich ja durchwursteln durch das, was eh nicht zu begreifen ist. Wisst ihr, was hier die ganze Welt, wisst ihr, da ist ein Punkt und da ist ein Punkt, wisst ihr, und da ist einer und da ist einer, wisst ihr, und dann ist er auf den Punkt gekommen, wisst ihr, und dann an den Punkt hat er dann gedacht, jetzt schaffe ich Ordnung, wisst ihr, weil das ist ja total doof, wenn überall so ein Durcheinander ist, wisst ihr, und man ja nicht mehr hinkriegt. Und dann ist es ja total doof. Und da hat er gedacht, naja, dann kann ich doch mal meine Methode äh, anwenden, dass ich sage, egal was passiert, egal was für eine Scheiße jetzt gerade los ist, wisst ihr, und wo du dich drin verheddert hast, mach einfach weiter, wisst ihr, mach einfach weiter und versuch irgendwie das Beste draus zu machen aus dieser Scheißsituation, wisst ihr? Und ob das nun Psychocomedy ist oder Impro-Theater oder weiß ich was, wisst ihr? Wichtig ist doch bloß, ich möchte nicht jeden Tag den gleichen Scheiß machen, wisst ihr? Ich möchte immer was Neues erleben, in neuen Städten mit neuen Leuten und ich möchte ganz viele Inspirationen bieten und ich möchte aber verstanden werden, wisst ihr? Ich möchte einfach mal verstanden werden, ich möchte ernst genommen werden, ich möchte lustig sein dürfen und ernst genommen werden, wisst ihr? Und das wäre schön, wenn das zusammenklappt und wenn mir mein, ja, Quatsch, wenn mir mein Slowhead dazu die Türen öffnen würde, wisst ihr, das habe ich gedacht, dass Slowhead einfach so richtig, boah, so richtig so von alleine durchstartet, wisst ihr? Und dann habe ich jetzt die letzten Jahre gemerkt, wie mühsam das ist, wisst ihr? Und wenn ich ihnen das zeige, dann sagt er, ach Gott, da, der ist doch bekloppt. Und deswegen will ich jetzt weiter forschen, wisst ihr, und kicken, was Slowhead bei anderen bewirken kann, wisst ihr, was das machen kann, wisst ihr, und was dann passiert, wenn wir beide zusammen irgendwas machen, wisst ihr, und auch mal spinnen dürfen und auch mal irgendwie aus uns rauskommen dürfen, wisst ihr, und einfach mal zeigen, was in uns steckt, hier, wisst ihr, in Koppe und in Körper und überhaupt so, wisst ihr, was möglich ist, wenn man sich aufeinander einlässt. Und das geht auch im Slowhead Lab, geht aber auch natürlich woanders. Und ich freue mich auf die Orte. Ich freue mich auf die Orte, die du mir zeigst, wisst du? Und dann probieren wir mal aus, was dann passiert, wa? Und ob das für uns gut ist und ob das vielleicht sogar unterhaltsam ist für andere. Also, wenn dich das interessiert, dann sag mir Bescheid. Und dann fangen wir an.